Das Vermögen und das Ansparen von Vermögen, wovon ich in all den anderen Videos rede, soll mir Freiheit kaufen. Aber ob ich diese Freiheit wirklich leben kann, ob ich reisen kann, ob ich mich bewegen kann, Dinge aufbauen kann, das hängt an meinem Körper und an meinem Kopf. Und in genau die darf man auch investieren. Nicht nur ins Depot. Ab 50 verliert ein Mann, der nichts dagegen tut, ungefähr 1-2% seiner Muskelmasse pro Jahr. Das klingt erstmal harmlos, aber rechne das mal über 10 Jahre hoch. Und die Kraft verschwindet noch schneller als die Masse. Ich rede auf diesem Kanal viel über Vermögen, über die Frage, wie viel Geld man für ein freies Leben braucht. Aber es gibt eine Zahl, die ich lange ignoriert habe und die entscheidend am Ende darüber ist, ob ich von dem Vermögen überhaupt etwas habe. Es ist die Zahl, die zeigt, wie gesund ich wirklich bin. Lass mich mit einer kleinen Beobachtung anfangen. Wenn ich mir etwas wünschen darf, egal ob eine Sternschnuppe vorbeifliegt oder wir machen an Silvester immer 12 Trauben mit 12 Wünschen essen, dann sage ich fast immer als erstes Gesundheit. Ich vermute, bei den meisten Menschen steht Gesundheit in den Top 3. Ist ja auch logisch. Und dann habe ich irgendwann auf meine Ausgaben geschaut, auf das, wofür ich tatsächlich Geld ausgebe. Und Gesundheit, vor allem die Vorsorge, das Vorbeugen, war jahrelang eben nicht in meinen Top-Ausgaben. Im Gegenteil, da war ich richtig geizig. Das hat mich nachdenklich gemacht. Ich nenne Gesundheit als das Wichtigste und gleichzeitig behandle ich sie beim Geld als Letztes. Diese Lücke wollte ich schließen und genau darum geht es heute. Ich zeige dir, wie ich meine Gesundheit inzwischen angehe. Mit Daten, mit ein paar Geräten, mit ein paar Entscheidungen. Nicht als Arzt, nicht als Gesundheitscoach hier, als jemand, der einfach gerne misst, bevor er urteilt. Und der irgendwann gemerkt hat, dass er diese Logik viel zu lange nur aufs Geld angewendet hat. Schön, dass du da bist. Ich teile hier Gedanken, Entscheidungen und Lernkurven für mehr Freiheit mit Substanz. Ich bin von Natur aus jemand, der Zahlen mag. Beim Vermögen war mir das immer klar. Was ich messe, kann ich steuern. Ich kenne meine Allokation, ich kenne meine Kosten, ich schaue regelmäßig drauf. Apropos, auch beim Wetter natürlich. Schaut mal hier. Wir haben 35 Grad draußen, 30 hier drin. Wenn ich ein paar Perlen auf der Stirn habe, dann wisst ihr warum. Bei der Gesundheit habe ich jahrelang nach Gefühl gelebt. Und das ist seltsam, wenn man drüber nachdenkt, weil die Gesundheit die Grundlage von allem anderen ist. Der Auslöser war eigentlich eine ganz nüchterne Erkenntnis. Ich reise viel. Verschiedene Zeitzonen, unregelmäßige Tage, Essen, das oft nicht so ausgewogen ist, wie ich es gerne hätte. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu fragen, was das eigentlich mit meinem Körper macht. Nicht aus Sorge, sondern aus Neugier. Ich wollte es wissen, nicht raten. Also habe ich angefangen zu messen. Und das hat ehrlich gesagt mehr verändert als jeder gute Vorsatz. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat es sogar angefangen, bevor ich über Gesundheit nachgedacht habe. Ich wollte 10.000 Schritte im Jahr machen, also habe ich mir die ersten Withings-Uhren gekauft, diese hier. Schöne, kleine, dünne Uhren, einmal aufladen, alle 30 Tage und trotzdem misst er jeden Schritt, meine Herzfrequenzen und so weiter. Vor 10 Jahren damit angefangen, ich bin der Marke treu geblieben. Das ist kein Werbevideo, ich wurde nicht dafür bezahlt, ich bekomme keinen Cent. Ist wirklich aus meiner eigenen persönlichen Überzeugung. Die Uhren haben sich natürlich auch entwickelt. Also meine neueste Withings ist ein bisschen klüger, kann noch ein bisschen mehr, misst inzwischen auch die Sauerstoffsättigung, kann ein EKG machen und viele andere Sachen. Und dadurch bin ich immer tiefer in die Zahlen reingerutscht. Also selbst wenn man die Gesundheit dann sichtbar macht, dann hört es einfach auf, ein vages Bauchgefühl zu sein. Ich habe dazu noch ein besseres Beispiel. Und man kann es anfangen zu steuern. Genau wie ein Depot. Also ich werde hier mehrere Produkte erwähnen. Nichts davon ist gesponsert. Das sind einfach Dinge, die ich selbst benutze und mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Den Kern bildet bei mir ein Ökosystem von Withings. Die wurden zwischendurch mal von Nokia gekauft, haben sich wieder zurückgekauft. Eine Uhr, die Aktivitäten und Herzfrequenzen mitschreibt. Eine Schlafmatte unter der Matratze, die zeige ich jetzt nicht, sonst müsste ich euch mein Bett auseinanderbauen. Die jede Nacht protokolliert, ohne dass ich daran denken muss. Eine Waage, die viel mehr zeigt als nur Gewicht. Ein Thermometer, hier recht einfach. Und seit kurzem habe ich auch ein Blutdruckmessgerät. Seit sehr kurzem, erst seit einem Monat. Dazu kommt noch ein Ring von Circul. Unglaublich, also er würde wahrscheinlich meine Uhr komplett ersetzen. Plus, ich kann einstellen, dieser Ring misst mir die ganze Nacht die Sauerstoffsättigung. Ist super aufschlussreich. Was ich dazu sagen muss, all die Geräte, teilweise medizinisch zertifiziert, wie das Blutdruckgerät, teilweise nicht.
Jede einzelne Messung darf man nie als absoluten Wert betrachten. Da sind wirklich Toleranzen drin. Ich würde nie eine Entscheidung auf einen Wert setzen, sondern es geht wirklich um Trends und um Tendenz. Ein hoher Blutdruck an einem einzelnen Tag bedeutet gar nichts. Ein Trend über Wochen bedeutet eine Menge. Eine schlechte Nacht ist egal, eine Reihe schlechter Nächte ist ein Signal. Und genau das ist der Punkt. Ich jage keinen perfekten Tageswert hinterher, ich beobachte die Richtung. Die gleiche Disziplin, mit der ich mein Vermögen über Jahre betrachte, statt über einzelne Börsentage. Was ich dabei gelernt habe, der Schlaf ist die ehrlichste Kennzahl, die ich habe. Er reagiert auf alles. Auf Stress, auf Alkohol, auf späte Mahlzeiten, auf die Zeitzonenwechsel beim Reisen. Wenn ich verstehen will, wie es mir wirklich geht, schaue ich zuerst immer auf die Schlafwerte. Übrigens, ganz persönlich gesprochen, bei mir haben diese nächtlichen Werte schon einmal auf etwas hingewiesen, das ich sonst übersehen hätte und das ich gerade ärztlich abklären lasse. Mehr dazu vielleicht in einem anderen Video. Aber es hat mir gezeigt, dass dieses Messen keinen Selbstzweck hat. Eine Sache hat mich beim Messen richtig überrascht und die erzähle ich gerne, weil sie genau zeigt, warum sich das alles lohnt. Ich habe vor einiger Zeit 2 Wochen lang einen kontinuierlichen Glukosemesser getragen, so ein kleines Pflaster am Arm, das ständig den Blutzucker misst. Sowas kann man oft kostenlos als Probe anfordern, so habe ich gemacht. Man muss dafür kein Diabetiker sein. Und was ich da gesehen habe, hat mein Bild von Ernährung umgekrempelt. Schokolade, Eiscreme, Cola. Bei mir kaum ein Ausschlag, sollte man gar nicht meinen. Mein Körper fängt das offenbar super schnell ab. Der Insulinausstoß kommt fast sofort. Aber dann esse ich einen Teller Spaghetti. Mein Blutzucker schießt extrem hoch, bis der Körper kurz darauf gegensteuert. Und jetzt kommt das Spannende. Ich hatte jahrelang nach Pasta dieses komische, hohle Gefühl im Magen. So richtig leer, als hätte ich Hunger. Dabei habe ich gerade gegessen. Und das konnte ich mir nie erklären. Ich dachte immer, sehr merkwürdig. Durch die Daten weiß ich jetzt, das war Zucker. Dieser steile Anstieg und der schnelle Absturz danach weisen deutlich darauf hin. Jahrelang habe ich das nur gespürt und absolut nicht verstanden. 2 Wochen mit dem richtigen Sensor und plötzlich ergab es Sinn. Das ist für mich der ganz wichtige Punkt dieses Videos in einem Beispiel. Mit dem bloßen Gefühl wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Erst mit den Daten wusste ich, was es ist. Bei all dem Messen will ich nicht den Eindruck erwecken, dass es kompliziert sein muss. Die Daten haben mich am Ende zu 3 ziemlich einfachen Überzeugungen geführt. Nichts davon ist neu, aber ich nehme es heute viel ernster als mit 20, 30 oder 40 Jahren. Erstens Sport. Und zwar mit Gewichten. Ich gehe ins Fitnessstudio und in den Hotels schaue ich immer, dass da ein Fitnesscenter ist. Und der Hauptgrund ist genau diese Zahl am Anfang. 1-2% Muskelmasse pro Jahr ab 50, wenn man nichts tut. Das ist kein Schicksal, das ist eine Rechnung, die man wirklich aufmachen kann. Krafttraining ist eines der wichtigsten Dinge, von denen die Forscher ziemlich klar sagen, dass sie diesen Verlauf bremsen oder sogar umkehren. Es geht mir nicht um Optik, es geht darum, mit 70 noch ohne nachzudenken die Treppe hochzukommen, meinen Koffer selbst zu tragen und nicht bei jeder Gelegenheit irgendwo um Hilfe bitten zu müssen. Zweitens, Schlaf. Schlaf war für mich früher irgendwas Automatisches. Ich bin müde, ich gehe ins Bett und das ist es. Heute ist es für mich die Basis, auf der alles andere steht. Muskeln werden im Schlaf repariert, das Immunsystem arbeitet im Schlaf. Schlechter Schlaf zieht fast jeden anderen Wert mit nach unten und ich sehe das in meinen eigenen Daten, Nacht für Nacht. Drittens, Ernährung, so gut es eben geht. Und hier bin ich ehrlich, bei meinen vielen Reisen ist eine perfekte, ausgewogene Ernährung einfach nicht immer machbar. Deshalb nehme ich täglich ein Supplement. Am Anfang hatte ich ganz viele unterschiedliche. Ich kann euch mal hier ein Foto von meinem Regal zeigen. Heute nehme ich Orthomol Immun. Nicht als Wundermittel und nicht als Ersatz für gutes Essen, sondern als Versicherung gegen die Lücken, die durch unregelmäßigen Tage- und Zeitzonenwechsel entstehen. Das ist übrigens kein eingebildetes Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass häufiger Zeitzonenwechsel und ein gestörter Tagesrhythmus die Immunfunktion messbar beeinträchtigen. Ich hänge euch alle Quellen unten dran und wenn ihr schon nach unten scrollt, dann gebt mir ein Like, weil das ist dann die einzige Bezahlung, die ich habe. Schließlich bekomme ich nichts von Orthomol und nichts von Wissings. So, wer viel reist, fordert sein Immunsystem mehr aus als jemand mit einem ruhigen, festen Rhythmus. Für mich ist das Supplement deshalb kein Hype, sondern eine nüchterne Antwort auf eine Situation, die ich einfach habe. Soweit die Zahlen. Aber ich wäre nicht ehrlich, wenn ich so tun würde, als wäre Gesundheit nur eine Frage von Schlaf, Sport und Ernährung.
Es gibt einen Teil, den keiner meiner Sensoren erfasst und der für mich genauso wichtig geworden ist, die mentale Seite. Zwei Dinge spielen da für mich eine große Rolle. Das eine sind Freundschaften, echte, über Jahre gewachsene Beziehungen zu Menschen, mit denen man auch mal schweigen kann. Ich merke deutlich, dass die mehr für meine mentale Gesundheit tun als jede optimierte Schlafkurve. Und gerade in der zweiten Hälfte fallen solche Kontakte nicht mehr von alleine ab, wie früher über Job oder Kinder oder Pub oder so. Man muss sie pflegen, fast so bewusst wie ein Training. Das andere ist das Gefühl, gebraucht zu werden, beruflich oder privat. Eine Aufgabe zu haben, einen Grund, morgens aufzuwachen, der über einen selbst hinausgeht. Ich habe Menschen erlebt, bei denen körperlich alles in Ordnung war, zumindest so lange, bis es nicht mehr der Fall war, weil denen hat was gefehlt. Nämlich die Beziehung, nämlich das Gebrauchtwerden, nämlich wirklich einen Sinn im Leben zu haben. Das ist so wichtig, wenn nicht, altert man schnell und man wird auch schnell krank. Gesundheit ist nicht nur, wie gut der Körper funktioniert, es ist auch, ob man einen Grund hat, ihn zu benutzen. Ich messe meine Gesundheit heute mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der ich mein Vermögen verwalte. Nicht aus Angst, sondern weil ich verstanden habe, dass das eine ohne das andere weniger wert ist. Und damit komme ich zurück zu der Lücke vom Anfang. Dazu, dass ich Gesundheit immer als das Wichtigste genannt habe, beim Geld aber immer als das Unwichtigste behandelt habe. Ich habe lange geglaubt und war der festen Überzeugung, dass Fitnessstudio sind zu teuer. Heute weiß ich, das war Unsinn. Gemessen an dem, was es schützt, ist es absurd günstig. Eine Runde Golf zu teuer? Nein, absolut nicht. Eine hochwertige Waage, die mir echte Werte liefert, zu teuer? So denke ich nicht mal. Ich war sogar in einem richtigen Detox-Urlaub. Etwas, das für mich früher völlig undenkbar gewesen wäre. Reine Geldverschwendung in meinen damaligen Augen. Heute sage ich, das war mir jeden Franken wert. Und ich habe so viel gelernt über mich und über Meditation und über Yoga und über Ernährung und über, so viele wunderbare Themen. Das Vermögen und das Ansparen von Vermögen, wovon ich in all den anderen Videos rede, soll mir Freiheit kaufen. Aber ob ich diese Freiheit wirklich leben kann, ob ich reisen kann, ob ich mich bewegen kann, Dinge aufbauen kann, das hängt an meinem Körper und an meinem Kopf. Und in genau die darf man auch investieren. Nicht nur ins Depot. Es muss nicht gleich ein ganzes Ökosystem aus Sensoren sein. Aber ich glaube wirklich, dass es sich lohnt, früh anzufangen, hinzuschauen, statt zu raten. Solange Veränderungen noch leicht sind, nicht ernst, wenn es dringend wird. Mich würde wirklich interessieren, trägst du deine Gesundheit schon? Und wenn ja, womit? Oder gehörst du so wie ich, die das früher einfach nach Gefühl machen? Beides hat seine Berechtigung. Schreib's in die Kommentare und ich lese sie und ich antworte natürlich. Wenn dich diese Themen interessieren, also wenn man die zweite Hälfte bewusst gestaltet, mit Geld, Gesundheit und guten Entscheidungen, dann abonniere den Kanal. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Video. Vielleicht hilft dir etwas davon für deinen Weg.